Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer Album-Review. Und zwar zum Album, das da heißt Christmas in the Cave of Dagoth. Oder Dagoth, schätze ich mal. Von der Band Big Dumb Face. Und wer steckt hinter dem Namen Big Dumb Face? Kein geringerer als Ausnahmegitarrist Wes Borland, seines Zeichens bekannt als der Gitarrist von Limp Bizkit. Und wenn ihr nicht wisst, wer Limp Bizkit ist, dann könnt ihr mich mal gerne hintenrum. Yo, das dazu. Die Band besteht heute aus ihm und seinem Bruder Scott. Das ist das dritte Album der Band Big Dumb Face. Das erste kam 2001 rum, das zweite 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die Alben tatsächlich alle daheim. Es ist ein sehr interessantes, höchst seltsames Projekt, was er da hat. Ich würde es am ehesten beschreiben wie, es ist so eine crazy Mischung aus viel Death Metal, speziell im Gesang. Es gibt crazy Double Bass Passagen, es wird viel geballert. Metal, Thrashy, Speed, Metal Riffing fast schon. Jede Menge crazy Keyboard Passagen. Ultra weirde Stimmeffekte. Meistens ist der Gesang so etwas tiefer gepitcht und hat so eine Monsterstimme. Dann gibt es aber auch immer wieder so hellere Passagen. Ich fand Blood Red Head of Fire ziemlich geil damals. Fand den Song echt gut. Ja, was bringt uns dieses dritte Album der Band? Wes sagte ja, es ist ein Weihnachtsalbum, wie der Titel ja auch schon vermuten lässt. Das Cover sieht dann auch schon recht weihnachtlich aus, aber eher Weihnachten als wäre es ein Film von Rob Zombie über irgendein Monsterwesen, das in irgendeiner Höhle lebt und auf einem anderen Planeten, Universum da sein Unwesen treibt. Ich habe ständig so diese Bilder im Kopf. Ja, es geht los mit so einem Gitarren-Delay-Part, was so erstmal typisch Wes Borland scheint. Und dann geht's auch schon relativ schnell los mit dem Chaos. Der erste Track heißt Your Grandma Got You Khaki Slacks. Und irgendwie sind wir dann plötzlich in einem Death Metal Song drinne auf einmal. Ich weiß es nicht. Ist total abgefahren. Immer wieder crazy Keyboard Passagen. Die Vocals sind so Krümelmonster-mäßig. Ja, wow. Was ist das? Ganz cool irgendwie, denke ich erstmal. Wobei ich sagen muss, mich turnen doch diese sehr billig klingenden, programmierten Drums ein bisschen ab. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier vielleicht, wenn man schon mit programmierten Drums arbeitet, darauf Wert legt, dass die ein bisschen besser klingen. Also ich denke da an Annihilator, deren letzte Alben alle mit Drums aus der Konserve gemacht sind, oder Fear Factory. Da klang das Schlagzeug einfach irgendwie ein bisschen punchiger. Hier klingt es schon sehr dünn, aber trägt natürlich auch zu diesem B-Movie-Horror-Charme bei, den das ganze Album und überhaupt Big Dumb Face immer so mit sich brachten. Dann haben wir Avoiding the Cyclops, was auch wieder mit crazy Double Bass Geballer anfängt. Dann kommen diese Metal Growl Vocals rein. Im Refrain haben wir dann, bevor der Refrain kommt, haben wir dann noch so einen total abgespaceden Keyboard-Lauf, der als Bridge fungiert. Und dann kommt der Refrain, der dann mit so hochgepitchten, extrem seltsamen Stimmen gesungen wird. So wie so Alien-Stimmen, die da gelayert wurden. Okay. Okay, sag ich mal, hey. Dann kommt Some People Say, was nur so ein kleines Wes mit Akustikgitarre singt, ein bisschen lustig, Interlude ist. Hat mich zum Lachen gebracht. Christmas in the Cave of Dagoth. Dagoth ist der Titeltrack. Der und Thundertusk, ich dachte an AC/DC. Der Titeltrack und Thundertusk erinnern mich so vom Riff-Feeling her ein kleines bisschen an Limp Bizkit. Vor allen Dingen aber Thundertusk, wenn der Drumbeat dann reinkommt, das hat so ein kleines bisschen Limp Bizkit-Feeling. Alles andere hat natürlich absolut gar kein Limp Bizkit-Feeling. Man merkt immer mal wieder, dass da der Gitarrist von Limp Bizkit spielt. Das kann man hören, dass so dieses klassische Wes Borland Riff-Feeling immer mal durchkommt. Die Tracks sind obercrazy, wirkt wieder fieses Gegraule, crazy Passagen, Keyboards. Was ist da los? Dann haben wir
The Holiday Season, was wieder nur so ein kleines Zwischenspiel ist, was auch ganz lustig ist, muss man sagen. The Possession of Leslie Bibb ist dann wieder ein brutalerer Track. It's Christmas ist einfach nur wie so ein, ja, fängt an wie so ein klassischer Death Metal Song und ist dann einfach nur wie so ein Dialog. Ich weiß nicht, es geht um Biersaufen, glaube ich, oder so in der Richtung. Habe ich das richtig verstanden? Bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt, ihr merkt schon ungefähr, was das ist. Es ist irgendwie so ein Weihnachtsalbum für Weihnachten auf einem anderen Planeten, in einem Paralleluniversum, in irgendeiner Opiumhöhle. So klingt dieses Album. Es ist einfach total abgefahren und crazy. Dann haben wir El Greco's Twisted Christmas, was dann eher so ein Mittempo-Rocker ist, der immer wieder zwischen laut und leise herspielt. Finde den ganz okay. Lost in the Forest of Christmas Trees finde ich dann auch wieder ein bisschen metallisch. Also das Album bewegt sich meistens in so einem Death Metaligen Feeling, muss man sagen. Also vieles davon ist so diese Schiene. Der letzte Track, Song 12, The Necrotic Feast, ist dann ein Ding, das 30 Minuten geht, knappe 30 Minuten. Der Song fängt an, ist wieder so ein typischer Big Dumbface Crazy Shit. Dann haben wir eine Pause. In dieser Pause hört man Regen, ein Unwetter, das mal ein bisschen stärker wird. Man hört, wie so Hunde heulen oder sagen wir undefinierbare Alien-Hunde heulen. Irgendwelche Viecher heulen auf jeden Fall. Dann kommt der Regen zurück, es wird lauter, man hört einen Dialog, der Regen ist wieder da. Dann haben wir plötzlich einen Track, der mich irgendwie... Ich habe zuerst gedacht, das ist Fred Durst, der da singt hinten raus, weil es so rappy ist und so ein bisschen diese motherfucking Stimme. So ein bisschen das. Vielleicht hatte so ein bisschen Fred Durst-Feeling hinten raus. Ich konnte jetzt aber tatsächlich nicht... Normalerweise erkenne ich Fred Durst immer an seiner Aussprache, weil er halt so einen Akzent hat. So ein Slang ist eher... Slang ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich habe ihn nicht hundertprozentig erkannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr Fred da rausgehört habt. Oder es bestätigt ist, dass er das ist. Es ist auf jeden Fall eine Anspielung. Das kann man mit Sicherheit sagen. Dann haben wir da so einen kleinen Track. Dann wird es leise. Dann kommt wieder ein Track hinten raus. Also es ist wirklich eine abgefuckte, crazy, trashy Reise, die man hier mitgeht. Und man braucht wirklich starke Nerven, weil... Also easy listening ist das wirklich nicht. Das geht an die Grenze. An die Grenze des Zumutbaren. Und ich mag wirklich abgefuckten Brutal Death Metal Shit. Hier ist einfach, da kommt noch so eine noisy Industrial Note noch mit rein hier, die das Ganze noch unerträglicher macht an einigen Stellen. Auf eine gute Art und Weise. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage, es ist wirklich... Man muss darauf vorbereitet sein, auf dieses Ding. Wenn man die Nerven hat, da völlig reinzugehen, dann bekommt man wirklich eine außerplanetarische Erfahrung an Musik. Und ich denke, das war auch das Ziel von Wes und Scott, dass sie einen hier mitnehmen in eine andere Welt, in ein anderes, das etwas andere Weihnachtsfest mit Big Dumbface quasi. Finde das Album tatsächlich ganz gut. Es wird auf jeden Fall keines dieser Alben, die man wiederhören möchte, weil es halt auch eher so ein Gag-Projekt ist. Schwer zu hören. Also ja, ich würde dem Ganzen, weil doch an der einen oder anderen Stelle speziell Thunder Tusk und der Titeltrack immer mal so im Riff-Feeling etwas Limp Bizkit rauszuschmecken war und ich das immer mag. Ich gebe dem, sagen wir ja so, das ist eigentlich, es ist schwierig hier die Bewertung. Ich sage 5 von 10, also 6 von 10 wäre vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel. Ich sage 5 von 10 Punkte für dieses Album. Ich finde es ganz okay. Also es ist so mittendrin. 5 von 10 passt schon, ist in Ordnung. Find's cool, dass Wes uns da nach so langer Zeit wieder mit neuem Big Dumbface Stoff verwöhnt oder in die Fresse haut, je nachdem wie ihr das seht. Das war's schon von mir dazu. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, da freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten verlinke ich euch hier im Bild noch 2 andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Müsst ihr nicht, ihr dürft aber. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Adios!